Good morning, my friends who've learned to remember. Guten Morgen, meine Freunde, die gelernt haben, sich zu erinnern. Verse 5. Vers 5. And we are in John 16 in the Passion Translation. Und wir sind in Johannes 16 in der Passion Übersetzung. But now that I'm about to leave you and go back to join the one who has sent me, you need to be told. Aber jetzt, da ich im Begriff bin, euch zu verlassen und zurückzugehen, um bei ihm zu sein, der mich gesandt hat, müsst ihr es erfahren. It's very interesting. Das ist sehr interessant. Remember, Erinnere dich. you need to be told what? Was musste ihnen gesagt werden? Jesus did not say you need to be told that I'm going away. Jesus sagte nicht, ihr müsst wissen, dass ich weggehe, You need to be told there are bad times coming and you need to know how to react in these bad times. sondern ihr müsst wissen, dass schlimme Zeiten kommen und wie ihr in diesen schlimmen Zeiten reagieren sollt. That's the context. Das ist der Kontext. We need to be told what is ahead of us and we need to be told how to navigate through it. Uns muss gesagt werden, was uns bevorsteht und wie wir dahin durchnavigieren können. I was in a video call with one of my spiritual sons and daughter today, Ich war heute in einem Videoanruf mit einem meiner geistlichen Söhne und Töchter and we were talking about exactly this thing. und wir sprachen genau darüber. How sometimes we don't even realize that every single thing we pass through is very important. Dass wir manchmal gar nicht realisieren, dass jede Sache, die wir durchleben, sehr wichtig ist. And because we don't realize that, we miss these important moments of preparation. Und weil wir es nicht realisieren, verpassen wir diese wichtigen Momente der Vorbereitung. You know, and then when we get into the difficult time, we are not prepared. Wenn wir dann in schwierige Zeiten geraten, sind wir nicht vorbereitet. And then we wonder why our lives don't go the way they're supposed to go. Und dann fragen wir uns, warum unser Leben nicht so ist, wie es sein sollte. It's wonderful how Jesus says right here that you need to be told. Es ist wunderbar, wie Jesus hier sagt, ihr müsst das hören. You know, we all constantly need to be told what's ahead of us Uns muss immer wieder gesagt werden, was vor uns liegt and how to navigate through it. und wie wir dahin durchsteuern können. So, you know, once we have an understanding Sobald wir ein Verständnis davon haben, that the Bible gives us very, very clear picture of what is ahead of us dass die Bibel uns ein sehr klares Bild von dem gibt, was vor uns liegt and how to navigate through the times that are ahead of us, und wie wir die vor uns liegenden Zeiten meistern können. then we can also actively work towards walking in victory. Dann können wir auch aktiv darauf hinarbeiten, im Sieg zu leben. When I look back at my life, Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, when I've taken the things seriously that I've seen in the Bible or the Holy Spirit said to me, sehe ich, dass immer, wenn ich etwas ernst nahm, was ich in der Bibel las oder was der Heilige Geist mir sagte, then I navigated through very well the difficult times. dann steuerte ich immer sehr gut durch schwierige Zeiten hindurch. So look, here's Jesus saying something very interesting. Schau, Jesus sagt hier etwas sehr Interessantes. He said, none of you is asking me where I am going. Er sagt, doch nicht einer von euch fragt mich, wohin ich gehe. Instead, your hearts are filled with sadness because I've told you these things. Stattdessen sind eure Herzen von Traurigkeit erfüllt, weil ich euch diese Dinge gesagt habe. You know, many times I think, Oft denke ich, after 3.5 years of Jesus walking with his disciples, even in the end, they didn't seem to get anything. dass nachdem Jesus 3,5 Jahre mit den Jüngern lebte, scheint es, dass sie am Ende immer noch nichts verstanden hatten. And he was kind and patient and loving and caring. Und er war gütig, geduldig, liebevoll und fürsorglich. So look, Schau, I mean, he's literally saying this. er sagt buchstäblich Folgendes. Your hearts are filled with sadness. Eure Herzen sind von Traurigkeit erfüllt. He's told them so many things about their hearts, and yet they allowed their hearts to be filled with sadness. Er lehrte sie so viel über das Herz und trotzdem erlaubten sie ihren Herzen mit Traurigkeit gefüllt zu sein. Remember, Denkt daran, no matter what you do, no matter how you react to anything that Jesus has done, egal was du tust und wie du darauf reagierst, was Jesus getan hat, he will continue to be loving, caring, kind, and patient. wird er weiterhin liebevoll, gütig, fürsorglich und geduldig sein. This is something that fascinates me about Jesus. Das ist etwas, was mich an Jesus fasziniert. Tells them they ignore it. Er sagt ihnen etwas, sie ignorieren es. He said, watch your heart, and they don't. Er sagt ihnen, sie sollen auf ihr Herz aufpassen, aber sie machen es nicht. He gives them clear instructions how to be well, and they are not well. Er gibt ihnen klare Anleitungen, wie es ihnen gut geht und es geht ihnen nicht gut. And he doesn't say, I'm done with you guys. I've tried 3.5 years.
I am out of here, bye-bye. Und es sagt nicht zu ihnen, ich habe genug von euch, ich habe alles versucht, jetzt reicht es mir und tschüss. No, but lovingly and kindly, he keeps teaching them and explaining things to them. Nein, liebevoll und gütig lehrt er sie weiter und erklärt ihnen Sachen. Remember, Erinnere dich. Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. Jesus sagte, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. So if Jesus has been this way, that means the Father is the same way. Wenn Jesus also so war, heißt das, der Vater ist genauso. Guys, so many people have told me this. So viele Menschen sagten mir, I never had a father, or I never had a good father. ich hatte niemals einen guten Vater. Therefore, I cannot relate to God as a father. Deshalb kann ich nicht zu Gott als Vater eine Beziehung haben. My friends, you have to leave this excuse behind. Meine Freunde, ihr müsst diese Entschuldigung ablegen. The Bible is very, very clear Die Bibel macht es sehr, sehr deutlich, that in Jesus you can see the Father. dass du in Jesus den Vater sehen kannst. So you can study the life of Jesus and see how wonderful, patient and kind he was. Du kannst also das Leben Jesu studieren und sehen, wie wunderbar, geduldig und gütig er war. And then you can write the message in your heart that you have a Father that is patient, kind and loving and caring. Und dann kannst du die Botschaft auf dein Herz schreiben, dass du einen Vater hast, der geduldig, gütig, liebevoll und fürsorglich ist. And this goes back to the power to remember. Das basiert wiederum auf der Macht, dich zu erinnern. As long as we choose to remember what our natural father did to us, which was not good, Solange du dich entscheidest, dich an das Schlechte zu erinnern, was dein natürlicher Vater dir angetan hat, instead of remembering that, wow, we have a father that is patient until the end, anstatt dich daran zu erinnern, wow, ich habe einen Vater, der für immer geduldig ist, and write that message on our heart, und diese Botschaft auf dein Herz zu schreiben, we might never achieve what we need to and experience the goodness of God. dann wirst du vielleicht niemals das für dich geplante erreichen und die Güte Gottes nicht erleben. So, Also, maybe you had a good father on this earth, maybe you had a bad father. vielleicht hattest du einen guten Vater hier auf der Erde oder einen schlechten Vater. But through the life of Jesus, you can always see that you have an amazing father. Aber durch das Leben Jesu kannst du immer sehen, dass du einen wundervollen Vater hast. So keep looking at the goodness of Jesus and the patience that he had with his disciples. Also richte deinen Blick auf die Güte Jesu und die Geduld, die er mit seinen Jüngern hatte. And then write on your heart that, wow, I have a good father. Und dann schreibe auf dein Herz, wow, ich habe einen guten Vater. See you tomorrow. Bis morgen.